Guten Tag an alle, ich bin Peter. Adele, ich muss dir unbedingt von meinem Erlebnis letzte Woche erzählen. Ich bin mit dem Auto in den Urlaub gefahren und hatte ein kleines Abenteuer an einer Tankstelle. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Peter, ein Abenteuer an einer Tankstelle? Das klingt spannend. Erzähl uns alles. Also, ich war auf der Autobahn unterwegs, es war ein schöner Dienstagnachmittag, die Sonne hat geschienen und ich war guter Laune. Plötzlich habe ich auf mein Armaturenbrett geschaut und die rote Benzinlampe hat geleuchtet. Oh nein. Das ist ein Moment, den jeder Autofahrer kennt. Dieses kleine rote Licht, das sagt: Stopp! Du brauchst jetzt sofort Benzin. Liebe Zuhörer, habt ihr diesen Moment auch schon erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare. Genau dieses Gefühl. Mein Herz hat kurz schneller geschlagen. Ich habe sofort auf mein Navigationsgerät geschaut und nach Tankstellen in der Nähe gesucht. Zum Glück gab es eine nur 6 Kilometer entfernt. Zum Glück. Aber 6 Kilometer können sich sehr lang anfühlen, wenn man fast kein Benzin mehr hat. Wie bist du dann gefahren? Ich bin sehr langsam und vorsichtig gefahren, um so wenig Benzin wie möglich zu verbrauchen. Ich habe nicht mehr überholt und habe versucht, gleichmäßig zu fahren. Nach etwa 10 Minuten habe ich endlich das Schild der Tankstelle gesehen. Erleichterung. Das muss sich wunderbar angefühlt haben. Also bist du an der Tankstelle angekommen. Und was ist dann passiert? Als ich ausgestiegen bin, habe ich erst einmal tief durchgeatmet. Die Tankstelle war sehr groß und modern, viel größer als meine kleine Stammtankstelle zu Hause. Es gab viele verschiedene Zapfsäulen und alles sah sehr technisch aus. Moderne Tankstellen können manchmal wirklich wie ein kleines Raumschiff aussehen, oder? Mit vielen Bildschirmen und Knöpfen. Liebe Zuhörer, kennt ihr solche modernen Tankstellen? Haha, ja, genau wie ein Raumschiff. Ich bin zu einer freien Zapfsäule gegangen und habe auf den Bildschirm geschaut. Es gab viele Optionen. Bezahlung mit Karte, Bezahlung mit App, verschiedene Kraftstoffarten. Ich war ein bisschen verwirrt. Das verstehe ich total. Wenn man müde ist von einer langen Fahrt, möchte man keine komplizierten Entscheidungen treffen. Man möchte einfach schnell tanken und weiterfahren. Genau, ich habe ein paar Minuten auf den Bildschirm gestarrt. Dann habe ich neben mir eine ältere Frau gesehen, die sehr selbstbewusst und routiniert ihre Zapfsäule bedient hat. Sie wusste genau, was sie tut. Und dann? Hast du sie angesprochen? Liebe Zuhörer, manchmal ist es gar nicht leicht, eine fremde Person um Hilfe zu bitten, oder? Besonders wenn man eine neue Sprache spricht. Ich habe kurz gezögert, aber dann habe ich gedacht, das ist doch keine große Sache. Fragen ist viel klüger als ewig warten. Also habe ich höflich gesagt, Entschuldigung, darf ich Sie kurz etwas fragen? Ich komme mit dieser Zapfsäule nicht ganz klar. Perfekt. Das war sehr mutig und sehr höflich von dir, Peter. Das Wort Entschuldigung am Anfang ist so wichtig auf Deutsch. Es zeigt, dass man höflich ist und die Zeit des anderen respektiert. Liebe Zuhörer, übt dieses Wort. Die Frau hat mich freundlich angeschaut und sofort gelächelt. Sie hat gesagt, aber natürlich, kein Problem. Hier, ich zeige es Ihnen. Das hat mich sehr erleichtert. Das ist so schön. Menschen helfen wirklich gerne, wenn man freundlich fragt. Und was hat sie dir gezeigt? Sie hat mir Schritt für Schritt erklärt. Zuerst wählen Sie die Kraftstoffart. Ich brauche normales Benzin, also habe ich auf den Knopf Super gedrückt. Dann hat sie gesagt, jetzt nehmen Sie die Zapfpistole und stecken Sie sie in den Tankstutzen Ihres Autos. Das klingt einfach, aber wenn man es zum ersten Mal erklärt bekommt, ist es sehr hilfreich. Liebe Zuhörer, das Wort Zapfpistole ist interessant, oder? Zapf kommt von Zapfen, also Flüssigkeit entnehmen, und Pistole, weil es so aussieht. Deutsch hat so viele tolle Zusammensetzungen. Ja, ich finde das auch faszinierend. Also habe ich die Zapfpistole in den Tank gesteckt und dann den Hebel gedrückt. Das Benzin ist geflossen. Ich war so stolz auf mich. Hahaha, das ist ein tolles Gefühl, so ein kleiner Erfolg. Und wie hast du dann bezahlt? Die Frau hat mir erklärt, dass ich an dieser modernen Tankstelle direkt an der Zapfsäule mit meiner EC-Karte bezahlen kann. Ich muss nicht in den Shop gehen, ich stecke die Karte ein, gebe meinen PIN ein und fertig. Sehr praktisch. Besonders wenn man es eilig hat oder wenn das Wetter nicht schön ist. Niemand möchte im Regen zum Shop laufen, oder? Liebe Zuhörer, was bevorzugt ihr? Direkt an der Zapfsäule zahlen oder im Shop? Schreibt eure Meinung. Ich habe die Kartenzahlung direkt gewählt. Es hat wunderbar funktioniert. Nach dem Tanken habe ich mich natürlich bei der freundlichen Frau bedankt. Ich habe gesagt, vielen Dank für Ihre Hilfe. Das war sehr nett von Ihnen. Und was hat sie geantwortet? Sie hat gelacht und gesagt, aber gern doch.
Das passiert jedem einmal. Ich bin auch schon an einer neuen Tankstelle gestanden und wusste nicht weiter. Wir haben kurz gelacht und uns verabschiedet. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie kurze Begegnungen mit fremden Menschen sehr positiv sein können. Liebe Zuhörer, das nächste Mal, wenn jemand verwirrt aussieht, bietet vielleicht selbst eure Hilfe an. Das ist auch eine Form von Freundlichkeit. Absolut. Nach dem Tanken war ich jedoch noch nicht fertig. Ich war nach der langen Fahrt durstig und wollte mir etwas zu trinken kaufen. Also bin ich in den Shop der Tankstelle gegangen. Oh ja, Tankstellenshops sind manchmal wie kleine Supermärkte. Man findet dort fast alles. Getränke, Snacks, Zeitschriften, sogar frische Sandwiches manchmal. Genau. Dieser Shop war sehr groß. Es gab eine Kaffeemaschine, einen Kühlschrank mit kalten Getränken, Süßigkeiten, belegte Brötchen und sogar ein kleines Regal mit Autobahnsouvenirs. Haha, Autobahnsouvenirs. Das ist typisch für große Raststätten und Tankstellen. Liebe Zuhörer, habt ihr schon einmal ein Souvenir an einer Tankstelle gekauft? Das ist doch eine lustige Idee. Ich habe eine Flasche Wasser und einen Kaffee genommen. Der Kaffee roch wirklich verlockend. Dann bin ich zur Kasse gegangen. Die junge Frau an der Kasse hat mich freundlich begrüßt und gesagt: Hallo, haben Sie alles gefunden? Das ist eine sehr typische Frage an der Kasse. Haben Sie alles gefunden? Das hört man oft in Geschäften und Tankstellen. Liebe Zuhörer, was antwortet man darauf? Ich habe gesagt: Ja, danke. Und dann habe ich Sie noch etwas gefragt. Ich wollte wissen, wie weit es noch bis Würzburg ist, weil ich dort übernachten wollte. Ah, interessant. Die Tankstellenmitarbeiter kennen die Region meistens sehr gut. Was hat sie gesagt? Sie hat mir erklärt, von hier sind es noch ungefähr 80 Kilometer bis Würzburg. Wenn Sie jetzt auf die A3 fahren, sind Sie in etwa einer Stunde dort. Ohne Stau natürlich. Haha, der wichtige Zusatz: ohne Stau. Auf deutschen Autobahnen kann es ja manchmal zu langen Wartezeiten kommen. Liebe Zuhörer, wisst ihr, was Stau bedeutet? Das ist das englische Traffic Jam. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie eine Empfehlung für ein Hotel in Würzburg hat. Das war vielleicht eine ungewöhnliche Frage, aber sie hat tatsächlich geholfen. Wirklich? Sie hat ein Hotel empfohlen? Das ist über ihre Pflicht als Kassierin hinausgegangen. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt: Ja, ich kenne Würzburg ein bisschen. In der Stadtmitte gibt es das Hotel zum Lamm. Das ist sauber, nicht zu teuer und sehr zentral gelegen. Von dort kann man alles zu Fuß erreichen. Das ist eine persönliche Empfehlung, die viel wert ist. Besser als irgendeine App, die man nicht kennt. Liebe Zuhörer, fragt lokale Menschen nach Empfehlungen. Die kennen die besten Orte. Ich habe ihr sehr gedankt und auch dem Mann gedankt, der mir den Kaffee eingeschenkt hat. Er hat auch noch gesagt: Gute Fahrt. Das hat mich wirklich gefreut. Gute Fahrt. Das ist eine typisch deutsche Verabschiedung, wenn jemand mit dem Auto unterwegs ist. Wie Bon Voyage auf Französisch. Liebe Zuhörer, merkt ihr, wie viele nützliche Ausdrücke ihr heute gelernt habt? Ich bin dann zurück zu meinem Auto gegangen, meinen Kaffee in der Hand und habe noch einmal kurz nachgedacht. Dieses kleine Erlebnis hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, einfach zu fragen. Das ist eine wichtige Lektion, nicht nur beim Deutschlernen, sondern im Leben allgemein. Keine Angst haben, Fragen zu stellen. Die meisten Menschen helfen gerne. Und auf Deutsch ist es gar nicht so schwer. Man braucht nur Entschuldigung und eine einfache Frage. Können Sie mir helfen? Wie komme ich wo finde ich? Das sind die wichtigsten Strukturen. Perfekt zusammengefasst, liebe Zuhörer. Wiederholt diese Sätze laut mit. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Wie weit ist es bis? Wo kann ich hier? Diese Sätze sind Gold wert. Ich bin dann weitergefahren und habe tatsächlich das Hotel zum Lamm in Würzburg gefunden. Es war genau so, wie die Kassiererin beschrieben hatte. Sauber, gemütlich und sehr zentral. Wie schön. Ein Happy End. Und alles dank der Hilfe von fremden, freundlichen Menschen an einer Tankstelle. Das ist wirklich eine positive Geschichte, Peter. Ich habe am Abend noch ein bisschen die Altstadt von Würzburg erkundet. Sie ist wirklich wunderschön, aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Oh, darauf sind wir gespannt. Aber heute haben wir schon so viel gelernt. Liebe Zuhörer, habt ihr alles gut verstanden? Falls nicht, hört die Folge noch einmal. Das ist einer der besten Wege, Deutsch zu lernen. Und schreibt uns eure Fragen. Wir antworten gerne. Habt ihr schon einmal an einer Tankstelle eine ähnliche Situation erlebt? War die Hilfe, die ihr bekommen habt, freundlich? Genau. Eure Kommentare bedeuten uns sehr viel.
Sie helfen uns auch zu verstehen, welche Themen euch interessieren. Also lasst uns wissen, was ihr als nächstes hören möchtet. Und vergesst nicht, übt jeden Tag ein bisschen Deutsch. Es müssen keine langen Stunden sein. 15 Minuten täglich reichen aus, um große Fortschritte zu machen. Das stimmt. Kleine Schritte führen zu großen Zielen. Liebe Zuhörer, wir sind so stolz auf euch, dass ihr heute wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören bei Wow Spoken German. Es war wieder eine Freude. Auf Wiedersehen, bleibt gesund und fahrt immer mit vollem Tank. Haha, auf Wiedersehen an alle. Bis zur nächsten Folge bei Wow Spoken German. Tschüss.